Heute ein kleines Update zum Laserdisc-Projekt. Wie schon im letzten Video gezeigt, ist es mir gelungen, das Signal vom NTSC-Generator über GNU Radio so zu modulieren, dass es der Laserdisc-Player wieder demodulieren kann. Das heißt, das Signal ist soweit konform einer Laserdisc. Was man aber auch im letzten Video sehen konnte, ist, dass das Signal sehr schlecht war. Ich habe das inzwischen ein bisschen besser hinbekommen. Man kann da sehen, das Balkentestbild sieht man inzwischen recht gut. Nach wie vor habe ich aber das Problem, dass das Signal nicht sehr sauber ist. Ich hatte zuerst gedacht, das liegt vielleicht daran, dass der Player, den ich hier verwende, ein PAL-Player ist und kein NTSC-Player. Das ist nicht ideal. PAL und NTSC ist nicht miteinander kompatibel. Aber die Störungen, die wir hier auf dem Bildschirm sehen, die sind meiner Meinung nach nicht darin begründet, sondern eher in meinem unsauberen Signal. So, das kann ich mal in GNU Radio zeigen. Und zwar habe ich das Problem, dass wenn ich die eigentliche Frequenz einstelle vom NTSC-Generator, jetzt muss man wissen, der NTSC-Generator sendet aktuell auf Channel 3. Wie man sieht, ich bin hier jetzt auf Channel 4. Das CVBS-Signal ist recht sauber. Wenn ich jetzt allerdings in GNU Radio auch auf die Frequenz von Channel 3 gehe, dann sieht man, das Signal schwimmt eher. Das ist so wellenartig. Ich schalte es gleich nochmal um auf Chroma und da sieht man das ganz genau. Und da wird einem dann auch klar, es kann nicht sauber dargestellt werden. Gehe ich jetzt wieder auf Channel 4, dann sieht das Signal recht sauber aus, aber ich bin nun mal nicht auf der richtigen Frequenz. Ich bin einige Megahertz höher, als ich eigentlich sein müsste. Das Interessante ist, wenn ich anstatt den Lime STR für den Eingang den HackRF verwende, dann ist das Signal auf Channel 3 sauber. Für mich heißt das jetzt erstmal, dass ich irgendetwas falsch konfiguriere, denn ich gehe nicht davon aus, dass mein Lime SDR defekt ist. Die Hardware ist deutlich komplizierter als der HackRF und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwas habe ich nicht korrekt konfiguriert. Da muss ich nochmal ein bisschen rumtüfteln. Wenn ihr eine Idee habt, weil ihr das gleiche Problem schon mal hattet, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, hier zeige ich kurz, wie die verschiedenen Testsignale aussehen. Wir haben jetzt Crosshatch, das ist das, was ich das letzte Mal gezeigt habe. Das sieht jetzt deutlich besser aus als beim letzten Mal. Das sind die Dots. Auch die sehen deutlich besser aus. Und dann gehe ich gleich nochmal zurück auf die Bars. Das war der Status zum Laserdisc-Signal. Es gibt noch einen weiteren Status und das ist, betrifft den LBR. Dadurch, dass ich jetzt bewiesen habe, dass wir den Weg über GNU Radio gehen könnten, um ein Laserdisc-Signal zu generieren, wird jetzt die Firma, mit der ich da zusammenarbeite, prüfen, inwiefern sie vorhandene ältere LBRs so modifizieren können, dass wir damit eine Test-Laserdisc belichten können. Die Idee wäre jetzt im ersten Schritt nicht ein Laserdisc-Glasmaster zu verwenden, wie man das früher benutzt hat, sondern das, was die Firma macht. Sie belichtet CDs, DVDs, Blu-rays und dann würde man als erstes erstmal eine CD verwenden, die über den LBR belichten, um dann zu schauen, ob die Struktur der Laserdisc entspricht. Ja, das war's wieder zum aktuellen Status. Und in einigen Wochen komme ich dann hoffentlich mit weiteren guten Neuigkeiten, dann vielleicht sogar bezüglich des LBRs. Bis dann. Tschüss.